Was bisher geschah. Ich habe neue Schmerzen an der Zunge. Ich habe mich gestern mächtig an den Kartoffelecken verbrannt. 87 Kilometer bis nach Santiago de Compostela. Ich dachte, das wäre die Brücke, aber der Ort heißt so. Ponte Dolme wurde 1270 gegründet und erhielt von König Alfons X. zahlreiche Privilegien. Alles voll mit Birken hier. Ich hab gerade richtig viel Birkenrinde gesammelt, ey. Es ist endlich an. Es ist 11 Uhr und ich laufe hier ohne T-Shirt rum. Das ist so warm. Das sieht aus, als wenn man da mit einem Skateboard rüberjumpen soll. Ich glaube, das hat gar nichts gekostet. Das war ein Stress eben. Alter Falter, ey. Vorher gab es dann auf einmal plötzlich noch eine Taschenkontrolle. Hat uns auch keiner beim Kauf oder so von den Tickets gesagt, dass es die überhaupt gibt. Und dann ist wieder eine Zeltstange gebrochen. Und dann lagen wir echt erst gegen 12:30 in den Schlafsäcken. Buen dia. Hola! Die Kathedrale. Wunderschön. Das sieht ja aus. Ich glaube, hier haben Pilgerer kurz vor Santiago de Compostela ein paar Sachen dagelassen. Die kocht irgendwas mit Kastanien. Die finde ich lustig. Ja, da kann man Geld da lassen. Servierten. Allerletzter Blick auf Santiago de Compostela. Und ab jetzt geht's weiter Richtung Portugal. Nicht mehr so lange. Ich glaube 135 Kilometer noch und dann sind wir da in Portugal. Und dann geht's in Portugal weiter. Nice, nächstes Land. Buen dia. Wir sind hier in der Nähe von Padrón in einem Park, den wir spontan entdeckt haben, weil er neben der Straße liegt. Und naja, hier hätten wir eventuell eine Steckdose gehabt, aber da ist kein Strom drauf. Wir haben auch versucht, die Sicherung da ein- und auszuschalten und nee, die wird wohl irgendwo anders denn nochmal gesteuert, leider. Aber wir stinken ja schon seit ein paar Tagen und hier haben wir eine Möglichkeit zu baden. Ist auch extra dafür vorgesehen. Also da vorne ist ein Steg mit einem Abstieg, kann man nutzen. Und hier vorne sind auch 2 Abstiege. Ja, war gerade schon auf der Treppe da hinten. Hab geguckt, wie warm das Wasser ist. Lässt sich, glaube ich, aushalten. Bisschen frisch, aber ja, hier kann man ja auch kein warmes Wasser erwarten, ne? Hier gibt es ja auch keine heißen Quellen oder so. Auf jeden Fall hole ich jetzt mein Handtuch raus und dann werde ich mich erstmal waschen und dann neue Klamotten anziehen und dann ja dabei nochmal die Sachen waschen am besten und die dann aufhängen. Damit die spätestens morgen Abend trocken sind, damit man die wieder einpacken kann. Dann habe ich wieder frische Sachen. Da ist nämlich noch ein Becken. Das wird nämlich auch mit dem Wasser bespeist, was aus diesem Fluss kommt. Weil hier ist so ein kleiner, wie nennt sich das, Ablauf. Also wird Wasser davon genommen, fließt hier runter und dann da rein in das Becken. Und dann geht das hier durch. Und dann hat man die Möglichkeit, da ungefähr knietief reinzugehen oder da bis zum Knöchel ungefähr. Was ist denn hier passiert? Socken, Schuhe, Regenschirm, ein BH.
auch irgendwie eine Stelle von den Pilgerern. Die haben ein bisschen was geopfert hier irgendwie. Hoka-Schuhe sogar. Schatz, brauchst du noch Hoka-Schuhe? Na, die sind aber auch nicht mehr so neu. Hier auch ein Sport-BH. Irgendwie ein Schal. Ganz viele Bänder. Schlösser. Okay. Verrückt. Buen Camino. Ah, dies Jahr, im September. Hier ist ein Portemonnaie von Santiago. Hier ist irgendwas aus China. Aha. Einen wunderschönen sonnigen guten Morgen. Ja, es ist fast 10:30 und Ann-Kathrin liegt immer noch im Zelt. Das wollen wir jetzt mal ändern. Guten Morgen, Sonnenschein. Nein, du darfst nicht traurig sein. Jetzt wird's warm hier. Seht ihr das? Meine Hose dampft. Ja, dann wird das vielleicht ein bisschen trocken. Ich habe hier die Fahrräder in die Sonne geschoben. Ein paar Sachen aufgehängt. Die wir gestern gewaschen haben auf jeden Fall. Damit die mal trocken werden heute. Und ja, da hinten ist unser Zelt. Da haben wir heute geschlafen. Oder letzte Nacht geschlafen. Hier ist so eine kleine grüne Wiese. Leider ein bisschen angeschrägt, aber ging. Alles super. Ja, hier ist eine kleine Brücke. Da sind heute schon 10 Pilgerer drüber gelatscht. Hier ist ein kleiner Bach. Und da ist die Straße, wo wir gestern noch durch sind. Ich wurde geweckt. Ich wurde aus dem Bett geschmissen. Jetzt haben wir die Katastrophe. Ann-Kathrins Fahrrad ist gerade umgekippt. Alles super, aber... Der Ständer. Oh Mann. Leute, es wird wieder spannend. Wir hatten ja die letzten Tage so schönes Wetter. Aber das wird sich jetzt ändern. Dienstag, also übermorgen, wird es wieder windig. Oh, du bist aber ganz wütend, oder? Wir sind hier jetzt in Caldas de Reis, ne? Oder Calda de Reis? Calda. Calda de Reis. Okay. So sieht es hier aus. Palm, Palm, Palm. Aber hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Palmen irgendwie entfernt worden. Warum auch immer. Oh, ist das schön hier. Die nächste Abfahrt. Yay! Pontevedra, 20 Kilometer. Wir warten jetzt doch nicht auf den Typen, weil der hat die letzten Mal auch nicht geantwortet. Wir haben jetzt eine Unterkunft gebucht. Für eine Nacht, war recht günstig, 60 €. Also für europäische Verhältnisse finden wir das okay. Und was ganz Besonderes, wir haben da einen Pool. So, wir haben unser Plätzchen für heute gefunden. Wieder so ein Area Recreativa heißt das. Und wir haben eine wunderschöne Aussicht auf die Berge. Ja. Dort haben wir uns dann was Schönes zu essen gemacht, haben das Zelt aufgeschlagen und sind dann schlafen gegangen. So einen großen Frosch habe ich noch nie gesehen. Hallo aus Pontevedra. Ann-Kathrin und ich haben gestern getauscht. Ann-Kathrin hat jetzt die blaue Essenstasche mit den Gewürzen und so, das Zelt, die Toilettentüte dran. Und ich habe dafür die große Einkaufstüte. Es regnet. Es regnet. Die Erde wird nass. Ja, blödes Wetter, aber
kann man jetzt auch nichts tun. Es soll angeblich den ganzen Tag regnen. Wir müssen irgendwie weiter. Wir haben uns ja heute vorgenommen, 30 Kilometer zu machen, bis zu dem Platz, den wir uns ausgesucht haben. Und ja, dann kommen wir halt klitschnass an, ne? Hier ist nochmal so ein galizischer Getreidespeicher. Die sind hier ein bisschen mehr aus Stein, weniger aus Holz. Und hier sind richtig viele. Also ich hatte eben keinen Bock zu filmen, weil das macht keinen Spaß beim Regen. Aber da war in jedem Vorgarten gefühlt einer. In manchen sogar zwei, also schon krass. Und die sind hier ein bisschen länger, also ich schätze mal so 5, 6 Meter lang, Meter 50 breit, 2,50 hoch. Ja, kommt hin, ne? Ja. Ich hatte gerade einen kleinen Unfall. Nichts Schlimmes, aber ich bin beim Berghochschieben ausgerutscht und dann lag das Fahrrad auf mir und mein Fuß war eingeklemmt und das war mega ungemütlich. Ich konnte mich gar nicht bewegen. Aber dann hatte ich meine Retterin. Ja, ich hab's nur da hinten gehört. Ich habe da hinten den Berg schon runtergeschoben, weil es mir schon zu gefährlich war. Und dann höre ich Nico nur schreien. Und dann habe ich da unten mein Fahrrad schnell hingeschmissen, weil mein Ständer ist ja tot. Ja. Bevor ich den Holzständer noch abmache. Und dann habe ich ihm da erstmal rausgeholfen. Und dann haben wir jetzt sein Fahrrad hier erstmal hochgeschoben. Jetzt werden wir meins zusammen hier hochschieben und wieder aufheben. Seht ihr das? Da oben ist ein Stier. Ein großer schwarzer Stier. Natürlich ist das eine Metallwand. Kein echter Stier. Aber es sieht schon imposant aus. Da hinten ist ein Riesenberg. Da ist eine Insel. Da ist auch ein 3-, 4-stöckiges Haus drauf. Ah, da sind noch mehr Häuser drauf, aber nicht viele. Und dann ist da so eine Brücke, die geht auf die kleine Insel rüber. Und ich glaube, da ist auch nochmal ein Haus. Es sieht richtig cool aus irgendwie. So, wir haben unser Tarp wieder mal aufgespannt. Ist ja auch schon ein paar Tage her. Ja, an den Bäumen festgemacht, am Boden festgemacht, am Tisch festgemacht. Und darunter findet gleich Ann-Katrins Kochshow statt. Ne? Was gibt's denn heute zum Essen? Selbstgemachte Empanadas mit Fertigteig. So, das ist das Hotelzimmer. Klein, aber fein und für eine Nacht reicht's. Ja, Fahrräder haben wieder nicht in den Fahrstuhl gepasst, aber wir haben dann wieder alles abgemacht und dann einzeln drunter getragen und wir zahlen jetzt die 10 Euro, also 2 mal 5 Euro da für diesen komischen Raum, wo unsere Fahrräder und die paar Taschen da dann noch sicher stehen. Ja, wir gucken gleich mal, ob sich das lohnt da mit dem Pool. Wäre schon cool. Aber wir müssen halt eine Badekappe tragen und die gibt's unten am Empfang für 4 Euro das Stück. Wir hatten echt Bock auf diesen Pool und sind dann runter, haben uns die Badekappen gekauft und sind dann in den Pool hinein. Das war richtig, richtig cool. Dann sind wir danach noch rausgegangen. Haben ein bisschen die Stadt erkundet. Vom Sturm war weit und breit nichts zu sehen. Es war mehr oder weniger sogar windstill. Nachher haben wir auch rausgefunden, dass der Sturm über dem Atlantik geblieben ist und nicht auf Land getroffen ist. So Leute, Ann-Katrin schreibt jetzt noch eine Nachricht an die Putzfrau, weil wir die Powerbank, die jetzt leider kaputt gegangen ist, von ihr hier lassen, damit die Bescheid weiß, was damit ist. Wir haben dann auch noch so 3 Moncherie draufgestellt als, ja, keine Ahnung, kleines Geschenk. Ja, wir ziehen jetzt gleich hier aus, gleich geht's runter in den Keller, dann holen wir die Fahrräder und dann geht's weiter. Es sind jetzt noch ca. 33 Kilometer von hier bis nach Portugal. Wir sind schon ordentlich am Schwitzen, ey.
Es geht jetzt den Berg hoch und wir sehen kein Ende. Und ich muss nochmal meckern wegen den Fahrradwegen. Also hier in Spanien ist das alles nicht so zu 100% durchdacht. Wir waren eben, also in der Stadt ging es los mit den Fahrradwegen. Da war alles tipptopp. Wir hatten einen wunderbaren Fahrradweg. Und im Kreisel hört er auf einmal auf. Wir landen auf dem Fußgängerweg, müssen uns da irgendwie zwischenmogeln und nirgendwo geht er weiter. Ja, und dann mussten wir gucken, ja, wie kommen wir denn jetzt wieder auf die Straße? Ist immer ein bisschen blöd. So weit kann man manchmal gar nicht voraussehen. Also ich vertraue auch darauf, dass der Fahrradweg dann weitergeht, so gut wie er bisher war. Und auf einmal, weg war er. Fast 14 Uhr und es sind 18 Grad. Wir wurden gerade aufgehalten von einem älteren Herrn. Wie alt war der? 73, ne? Richtig. Der konnte ziemlich gut Deutsch. Und ja, wir haben kurz gequatscht und dann hat er uns empfohlen, da hinten, sieht man das, den Berg da hinten zu besteigen, weil man davon eine sehr, sehr schöne Aussicht hat über die ganzen Städte und Dörfer, Berge bis hin übers Meer. Kann man richtig gut gucken. Und ja, er hat uns auch erzählt, wo er wohnt. Wir können jetzt dorthin, wenn wir möchten. Dann kann man da die Fahrräder abstellen und zu Fuß hochgehen oder er wird uns sogar fahren. Also er sah jetzt ziemlich nett aus. Vielleicht ist das eine Chance, was zu erleben. Obwohl ein bisschen Risiko ist ja immer, aber Ja. der sah jetzt nicht so aus, als wenn er uns was tun würde, oder? Nee, eigentlich nicht. Jetzt schieben wir erstmal weiter und gucken erstmal, ob wir das Haus überhaupt finden, was er uns erzählt hat, weil mit Google Maps konnte er jetzt nicht so viel umgehen. Ganz viel mit Mosaik und so. Oh, ist das hübsch. Aha, hat Zähne aus Schrauben. Dann haben wir die Fahrräder noch ein bisschen den Berg hochgeschoben und haben tatsächlich das Haus gefunden, was er uns beschrieben hat. Der Herr hat da auf uns schon gewartet. Sein Hund war auch schon ziemlich aufgeregt und ja, dann sind wir da rauf auf das Grundstück, haben ihn nochmal begrüßt, haben den Hund begrüßt, sind dann ins Haus eingeladen worden. Da war dann seine Frau gerade am Küche putzen. Wir haben uns hingesetzt an den Küchentisch, haben ein bisschen mit dem geplaudert. Seine Frau hat uns Essen hingestellt. Die war wirklich ziemlich nett und dann haben wir gesagt, dass wir das Angebot gerne annehmen wollen, dass er uns da auf diesen Berg fährt. Das hat er dann auch tatsächlich gemacht. Also wir haben uns richtig nett unterhalten. Er hat uns da hochgefahren. Wir hatten eine richtig geile Aussicht, aber seht selbst. So, das war doch eine nette Begegnung, ne? Also, Ja. es war ein wundervoller Ausblick, ne? Ja, Hat er auch genau. ein bisschen erklärt, wo was ist und wo sein Haus steht. Ja, war richtig, richtig cool. Genau, dann sind wir wieder zurück und dann haben wir noch ein bisschen gequatscht, haben gesagt, ja, wir würden dann auch bald weiter, bevor es dunkel wird. Es ist jetzt 20 nach 4. Wir gucken jetzt mal, ob wir irgendwo ein schönes Plätzchen finden. Ja, Und fahren dann- immer ein bisschen näher zur Grenze auf jeden Fall. Mal gucken, Ja. wie weit wir jetzt noch an die Grenze drankommen. Das ist da hinten irgendwo hinter den Bergen. Es wird bald dunkel, deshalb wollen wir noch mal unseren Schlafplatz zeigen. Da stehen die Fahrräder, da soll das Zelt dann nachher hin. Und hier ist ein kleiner Gang. Hier ist ein wunderbarer See. Da qualmt es wieder. Aber es ist ganz normal hier in Spanien. Das haben wir schon so oft gesehen. Manchmal
stinkt die ganze Stadt oder das ganze Dorf nach Qualm, aber es scheint hier keinen zu stören. Schieben, weil wir unsere Räder lieben. So Leute, wir sind jetzt 410 Meter über Meeresspiegel. Das ist der höchste Punkt jetzt. Oder der letzte höchste Punkt in Spanien. Ab jetzt geht es nur noch bergab nach Tui. Genau, Tui. T-U-I. Wie die Reisegesellschaft. Genau so heißt die Stadt, wo wir jetzt hinfahren. Das ist die letzte Stadt in Spanien, wo wir sein werden. Und dann geht's rüber über den Fluss nach Portugal. Echt geil, wir freuen uns. Das geht jetzt richtig, wirklich kilometerweit bergab. 10, 15 Kilometer, glaube ich. Also krass. Oh, ist das eine schöne Aussicht hier. Na, wie war die Abfahrt? Doch, die war geil. Ging schön berg runter. Ah, schön gefährlich, ne? Ja, eine Stelle war echt relativ steil. Das ist der Weg jetzt. Ey, das sieht so lustig aus. Also wir haben die Möglichkeit, den Fußgängerweg zu nehmen oder doch den Bach. Hier ist ein umgefallener Zaun mit einem Wasserhahn. Und der funktioniert sogar. Lustig. Ey, ich habe das schon so oft gesehen hier in Nordspanien und das beeindruckt mich immer wieder, wie klar das Wasser hier ist. Ich kenne das von Deutschland so nicht. In Deutschland ist das immer trüb. Und hier, also ich würde das sofort trinken. Höchstens noch eine Tablette Mikropur rein und dann ab damit. Ey, das ist so klar. Krass. Darf ich dich mal streicheln? Ja? Wir sind in Tui. Und wir sind am Grenzfluss. Da hinten ist Portugal. Yeah! Die letzten Meter in Spanien. Jetzt geht's rüber über die Brücke. Zwei auf Rad die Welt erkunden, Freiheit finden.